Geometry Dash ist ein Spiel, das einen unerwartet großen Eisberg an Sachen hat, die innerhalb dieser Community passiert sind. Leute haben ein Game genommen, bei dem man mit einem Klick über Sachen springen muss und es zu einer Hölle gemacht. Diejenigen, die diese abgrundtief schwierigen und komplexen Level schaffen, bekommen Reichtum, Macht und Ruhm. Eine ganze Community an Leuten hat sich geformt, die darum kämpft, die schwersten Level als erstes bzw. überhaupt zu schaffen, und da, wo es Anerkennung gibt, kommt leider auch schnell die Habgier. Geometry Dash hatte in der Vergangenheit leider mit sehr vielen Cheat-Skandalen zu kämpfen, wo Spieler ihren Weg zum Ruhm komplett erlogen und gefaked haben. Wir gehen heute mal die Akten durch und ich stelle euch ein paar Leute vor, die versucht haben, ihre Erfolge in Geometry Dash auf verschiedene Art und Weisen zu ercheaten. Fangen wir an. Starten wir erstmal mit dem Spiel an sich, um hier jeden abzuholen. Geometry Dash ist ein Spiel, das vom Prinzip her sehr an das Spiel The Impossible Game angelehnt ist. Man drückt hier quasi nur einen Knopf und mit diesem springt man über Stachel oder sonstige Hindernisse. Geometry Dash hat genau dasselbe gemacht, aber um ein Vielfaches besser. Mit der Zeit kamen immer mehr Funktionen hinzu, immer mehr Transformationen, die sich alle unterschiedlich spielen und immer coolere Level. Die wahre Goldmine von dem Spiel ist aber der Level-Designer. Jeder User kann seine eigenen Level in diesem Spiel erstellen und diese hochladen, damit jeder auf der gesamten Welt sie spielen kann. Das hat dafür gesorgt, dass über die Jahre eine große Community entstanden ist, die entweder krasse Level baut oder krasse Level spielt. Jedem Level wird eine Schwierigkeit zugeschrieben und die härteste sind die Demon-Level. Eine Eigendynamik ist entstanden, dass immer härtere und härtere Demon-Level erschaffen werden und ein Race entsteht, wer es schafft, diese Level als erstes zu verifieren. So nennt man es, wenn ein Level das erste Mal geschafft wird, quasi um zu zeigen, dass es möglich ist. Viele Spieler da draußen arbeiten darauf hin, der Verifier eines schweren Levels in diesem Spiel zu werden, also die erste Person, die ein Level erobert. Der Ort, um diese Erfolge zu begutachten, ist die Geometry Dash Demon List. Hier werden die härtesten Demon Level eingepflegt, nachdem sie offiziell verified wurden und nach ihrer Schwierigkeit sortiert. Nicht nur das, auch dient die Demon List als eine Art Bestenliste, da hier auch alle Spieler zu finden sind, die jemals ein Level dieser Liste geschafft haben, wie viele davon, welche davon und so weiter. Jeder von ihnen will irgendwann auf die 1, mehr Level geschafft haben als der Rest und der bessere Spieler werden, was natürlich keine leichte Aufgabe ist. Allein wenn man sich diese Level mal anguckt, merkt man, dass nicht jeder dafür gemacht ist. Man muss unzählige Stunden grinden und viele Leute sind dafür einfach nicht bereit, weshalb hier lieber der Shortcut genommen wird. Es gab in der Geschichte dieses Spiels schon sehr viele Skandale, die mit Cheating zu tun haben. Menschen, die unbedingt Erfolg haben wollten, ohne das Durchhaltevermögen es auf den geraden Weg zu machen, und die erste Person, die ich euch vorstelle, hat damals sehr viele Leute schockiert. Wir springen das Jahr 2015. Die beiden Level, die für sehr viel Gesprächsstoff sorgen, sind Cataclysm und Ice Carbon Diablo X. Nicht nur sind beide Level unfassbar schwer für die Zeit gewesen, es war sogar confirmed, dass auf jeden Fall Cataclysm und sehr wahrscheinlich auch Ice Carbon Diablo X gehack-verified wurden. Das bedeutet, dass sie nicht mal von ihren Creatoren legal durchgespielt wurden, sondern Cheats benutzt wurden, um sie trotzdem online stellen zu können, obwohl sie nicht durchgespielt wurden. Obwohl diese Level also als unmöglich galten, hat sich eine Gruppe an Spielern zusammengefunden, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, diese zu grinden, und unter ihnen Riot und Cyclic, zwei sehr begabte Geometry Dash Spieler. Man konnte sehen, wie sich diese Krieger in die Schlacht gestürzt haben, um die Riesen zum Fallen zu bringen, während der Rest der Community zugeschaut hat. Cyclic hat Videos von seinen Versuchen geuploadet, die in die 50er bis 80er% gingen. Riot hat seine Versuche sogar live gestreamt, wo man seine Fortschritte genau sehen konnte. Irgendwann geschah also das Unvermeidbare, was aber anfangs niemand für möglich gehalten hat. Cyclic hat Cataclysm als erster menschlicher Spieler bezwungen. Paar Tage später hat Riot allerdings Ice Carbon Diablo X als erster menschlicher Spieler bezwungen. Genauso wie man sich uneinig war, welches dieser Level schwerer ist, war man sich uneinig, welcher dieser Spieler nun besser ist, und so entwickelte sich das zu einer Art Rivalität. Beide machten weiter damit, Demon-Level zu bezwingen, und beide kämpften dafür, die Nummer 1 zu sein. Irgendwann kam Bloodbath raus, ein Level, das von Riot mitentwickelt und gleichzeitig auch von ihm verified wurde. Es war der geistige Nachfolger von
Cataclysm und so geisteskrank schwer, dass er sich direkt auf Platz 1 der Demon List katapultiert hat. Das wollte Cyclic nicht auf sich sitzen lassen und hat Sonic Wave rausgebracht, ein Level, das nochmal härter sein sollte und jetzt fortan den ersten Platz der Demon List belegt hat. Es war also ein ständiges Hin und Her, aber ab hier begann alles ein wenig seltsam zu werden. Das Video, in dem Cyclic Sonic Wave durchgespielt hat, war gespliced. Das heißt, es gab einen Cut und 2 Runs wurden einander geschnitten. Das wurde auch offen kommuniziert und gesagt, es war wegen eines Aufnahmefehlers. Logischerweise war das etwas verdächtig für die Leute. Mit dem Image eines vielleicht Hackers macht er erstmal weiter, ohne aber Sonic Wave jemals wieder zu spielen, um zu beweisen, dass er es auch legal schaffen kann, bis er schließlich an dem Druck zerbrach. Er hat Sonic Wave durch ein sehr kryptisches Level ausgetauscht, seinen Geometry Dash Account umbenannt und ein Geständnis gepostet. In diesem sagte er, dass viele seiner Demon Runs zusammengespliced waren, also nicht am Stück gespielt, sondern zusammengeschnitten, was es automatisch zu einem großen Betrug macht. Unter den aufgezählten Leveln war natürlich auch Sonic Wave. Besonders schockierend war das alles, da es sich nicht einfach um irgendeinen Spieler gehandelt hat, sondern um den scheinbar Besten, der unfassbare Erfolge für die Community gefeiert hat. Derjenige, der das wohl am wenigsten wahrhaben wollte, war Riot. No, dude, I really don't feel like this is real. There's no fucking way he actually beat. It's gotta be real because remember he also deleted No, Factory. no, Not dude. Factory. No, it cannot be real. I've been competing with a hacker the whole time. Leider war das nicht der einzige große Skandal zu der Zeit, denn der Fall um einen anderen Spieler ist ebenfalls sehr kurios. Auch 2015 aktiv hat Andromeda angefangen, leichtere Level zu spielen, gefolgt von Easy Demon Leveln, die natürlich immer noch Skill benötigen, aber nicht zu den Top-Leveln des Spiels gehören. Es hat jedoch nicht lange gedauert, bis sich das änderte. Sehr kurz darauf fing er nämlich an, schwere Demon Level zu schaffen, wie Necropolis. Auch die eben angesprochenen Cataclysm und Ice Carbon Diablo X hat er geschafft. Ein sehr schneller Anstieg des Skills, der bei manchen eventuell einen kleinen Verdacht ausgelöst hat, aber im Großen und Ganzen dachte man einfach, er wäre einfach ein sehr talentierter Spieler. Ein so talentierter Spieler, der langsam aber sicher seinen Weg zur Nummer 1 frei machte und das lag nicht zuletzt an den Leveln, die er selbst erstellt hat. Das Besondere an Andromeda war nämlich, er war nicht nur ein krasser Spieler, er war auch ein krasser Level-Creator und so hat er Poltergeist erschaffen. Ein sehr ikonisches Level und das liegt vor allem natürlich an der Schwierigkeit. Es ist bekannt dafür, unfassbar schmale Wege in einer unfassbar hohen Geschwindigkeit abfliegen zu müssen, in einer Umgebung, in der du dir auswendig merken musst, wo man sich bewegen kann und wo nicht. Andromeda hat dieses Level mit scheinbarer Leichtigkeit verified. Auch andere ultraschwere Demon-Level, wo er mitgewirkt hat, wie The Ultimate Phase, was ein Kandidat für den ersten Platz auf der Demon-List war, hat er selbst verified. Der einzige, der diesen Aufstieg noch stoppen konnte, war er selbst. Gefühlt aus dem Nix hat Andromeda ein Video mit dem Titel Confession geuploadet. Obwohl er nicht wirklich von der Community verdächtigt wurde, hat er sich von alleine gestellt und zugegeben, dass er gehackt hat, um gewisse Level zu schaffen. Unter diesen Leveln waren alle, die ich vorhin aufgezählt habe, ergo seine größten Erfolge. Wie genau er gecheatet hat, ist bis heute nicht zu 100% geklärt, da er alle gehackten Erfolge anschließend gelöscht hat, aber es wird ein Speedhack vermutet, da dieser am schwersten nachzuweisen ist. Ein Speedhack heißt im Grunde, ein Level in einer viel langsameren Geschwindigkeit zu spielen, was es um einiges leichter macht und anschließend im Schnittprogramm wieder schneller zu machen, was es so aussehen lässt, als wäre es direkt in dieser Geschwindigkeit gespielt worden. All das, wofür Andromeda respektiert wurde, war nix als ein riesiger Betrug. Zum Glück ist das hier nicht, wie diese Geschichte endet. Statt sich komplett aus dem Internet zurückzuziehen, hat Andromeda angefangen, die Sachen wieder gerade zu biegen, wie ein Mann. Innerhalb der nächsten Wochen und Monate grindete er wie kein anderer und fing an, alle gehackten Demons zu schlachten und diesmal komplett legal. Poltergeist, The Ultimate Phase, alles Sachen, die er letzten Endes doch noch geschafft hat. Es bestand kein Zwang, das zu tun. Er wurde nicht exposed oder dergleichen. Er hat sich selbst ausgeliefert und alle Fehler begradigt, die er in der Vergangenheit gemacht hat. Eine Redemption-Story, wie sie im Buche steht. Leider kann ich das über unseren letzten und wohl auch größten Kandidaten nicht sagen. Der wohl größte Cheating-Skandal, den man bisher in Geometry Dash gesehen hat.
Wir springen das Jahr 2020, als ein Spieler namens Space UK angefangen hat, das Spiel zu spielen. Er stach direkt aus der Masse heraus, weil er wirklich sehr schnell besser wurde. Bereits einen Monat nachdem er angefangen hat, hat er sein erstes Demon Level namens Decode abgeschlossen, was eine sehr beliebte Wahl für das erste Demon Level ist, da sich die Schwierigkeit noch in Grenzen hält, zumindest im Vergleich zu anderen Demon Leveln. Sein zweites Demon Level war allerdings Windy Landscape, was ein sehr großer Sprung ist, und anschließend war Zoretta. Das war zu der Zeit ein Top 20 Level der Demon List. Das nächste Level von ihm war The Golden, Platz 2 auf der Demon List. Unter den ersten Demon Leveln direkt solche Top Level zu schaffen ist insane und Space UK galt daraufhin als ein Wunderkind. Sein größter Erfolg war das Verifyen von Slaughterhouse, dem damals schwersten Geometry Dash Level aller Zeiten. Nachdem Space UK dieses Level geschafft hat, wurde es direkt auf Platz 1 der Demon List gerankt und blieb dort auch für knapp ein Jahr. So fordernd war dieses Level. Dieser Junge hat ein unglaubliches Level nach dem nächsten absolviert und alle haben zugeschaut. Jedes Jahr finden die Geometry Dash Awards statt, wo die Community bestimmte Titel vergibt, und beim Award für den besten Spieler 2021 hat Space UK mit über 70% aller Stimmen mit Abstand gewonnen. Was passiert jetzt also, wenn genau dieser Spieler, der vom Großteil der Community als der Beste gesehen wird, nun des Hackens bezichtigt wird? Genau das ist passiert, als Colo ein Video hochgeladen hat mit dem Titel Slaughterhouse 92% is really suspicious. In diesem Video erklärt er, dass die Klicks, die in dem Video von Space UK zu hören waren, nicht ganz mit dem Gameplay übereinstimmen. Manchmal sind sie 2 Frames zu spät, manchmal sind sie 6 Frames zu spät, manchmal sind die Klicks sogar zu früh zu hören. When the mini wave transitions into the big wave, the click comes 5 frames after. This is really bad, this is really suspicious. All das hat keinen Sinn ergeben und so hat Colo all das exposed dem Demon List Team geschickt und wurde abgelehnt mit den Worten "You are wrong". Space UK war der GOAT und dementsprechend hat es niemand auch nur für möglich gehalten, dass er betrügen könnte. Das Video wurde ignoriert und Space UK machte weiter, bis er alle Top 75 Einträge auf der Demon List abgeschlossen hat, was ein unfassbar großer Erfolg war. Ein Level nach dem anderen, ein Meilenstein gefolgt vom nächsten. Über ein weiteres Jahr hat es gedauert, bis aus dem Nix ein Video online kam mit dem Titel Exposing Space UK. In diesem Video wurden genauso wie in dem Video von Colo auf die Verzögerungen der Click-Sounds aufmerksam gemacht, die schlichtweg unmöglich waren. Die Klicks, die zu hören waren, konnten nicht mal 2 und mal 5 Frames versetzt sein. Die einzige Möglichkeit, wie das zustande kommen kann, sind Hacks. Und dieses Mal wurde diese Beweisführung auch viel ernster genommen, vor allem dadurch, dass in der Zwischenzeit sehr viel gelernt wurde, was solche Hacks angeht. Space UK hat gebeichtet, alle seine großen Demon-Level gehackt zu haben. Alle Erfolge, die von der Community so gefeiert wurden, eine Lüge. Außerdem hat er zugegeben, Z-Bot zu benutzen, ein Programm, mit dem man seine Makros programmieren kann und quasi das Level halbautomatisch abspielen lassen kann. Das Besondere hieran ist, dass der Level-Completed-Schriftzug, der erscheint, wenn man ein Level geschafft hat, kleiner wird, wenn man Z-Bot aktiviert hat. Eine Art Wasserzeichen, um Cheater erkennbar zu machen. Ironisch also, dass vorher niemand auf diesen Schriftzug geachtet hat. Im Nachhinein kann man sehen, dass er bei all seinen geschafften Leveln kleiner war als normal. Der Beweis, dass er cheatet, war also jahrelang einfach offen erkennbar und dennoch ist es niemandem aufgefallen. Eine Tatsache, für das sich das offizielle Demon List Team auch entschuldigt hat. Space UK hat ein Statement veröffentlicht, alles zugegeben und sich anschließend komplett aus dem Internet zurückgezogen. Einst der größte Held dieser Community wurde zum größten Betrüger. Eine Sache, die für immer einen faden Beigeschmack haben wird, wenn man auf die Geschichte dieses Games schaut. Auch wenn ich gerade nur über die unehrlichen Leute dieser Szene rede, möchte ich nochmal hervorheben, dass natürlich nicht alle Spieler so drauf sind. Geometry Dash ist ein Spiel, das ich so interessant finde, weil es einerseits die Kreativität, aber auch den Skill und die Willenskraft von vielen Menschen unter Beweis stellt. Man sollte sich von sowas auf gar keinen Fall unterkriegen lassen, sondern für die Zukunft lernen und verhindern, dass solche Betrüger das Spiel und die Community in den Dreck ziehen. Ich werde das Ganze auf jeden Fall weiter verfolgen und bin gespannt, welche Level in der Zukunft noch so bezwungen werden. Danke fürs Zuschauen. Falls ich dich für mehr Content von mir begeistern kann, klick gerne auf das Video hier in der Mitte. Ich weiß noch nicht, was für ein Video ich da reinmache, aber es ist safe gut. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein und ciao.